Hallo, ich begrüße euch. YouTube-Videos mit Untertiteln in mehreren Sprachen. Das ist das vierte von 4 Videos. Hier geht es jetzt um den Abschluss dieser Serie. In der Szene 7, da war schon angesprochen worden, wie wichtig es ist, das automatisch erstellte Transkript nochmal Korrektur zu lesen. Ich habe ja gesagt, da ist noch keine Zeichensetzung drin und da kommt es durchaus drauf an, damit der Sinn richtig rüberkommt. Und es sind auch noch ein paar Fehler drin. Ganz wichtig ist es also, wenn man sowas machen möchte, dass die Teilnehmer mitlesen können, sei es, weil sie hörgeschädigt sind oder weil sie Teilnehmer sind mit anderen Muttersprachen als Deutsch, dann muss ich das automatisch Transkribierte korrigieren. Und da setze ich jetzt auf. Ich habe hier noch die Szene 8, 9 und 10, die ich hier vorstellen will. Das sehen wir ja hier auch. Es geht also darum, zusätzliche Sprachen hinzuzufügen. Ukrainisch und Chinesisch will ich hier hinzufügen. Und dann will ich das auch bereitstellen und veröffentlichen. Das Problem ist, das ahnt ihr schon, dass ich weder Ukrainisch noch Chinesisch sprechen kann. Englisch kann ich noch so einigermaßen verstehen. Französisch ahne ich, worum es geht. Aber bei Ukrainisch und Chinesisch, da muss ich andere Hilfsmittel einsetzen, um zu verifizieren, ist das, was YouTube da bereitstellt, sinnvoll. Und da fiel mir ein, ich habe ja im Umfeld nicht nur sehr viele interkulturelle Kontakte, sondern auch, ich kenne einige Theologen, von denen ich die Problematik bei den Bibelübersetzungen und bei den Evangelien gehört habe. Und da gibt es Theologen, die beschäftigen sich mit Rückübersetzungen. Jesus hat weder Griechisch noch Lateinisch noch Hebräisch gesprochen, sondern seine Muttersprache war Aramäisch. Aber in den Evangelien, da ist davon wenig bis nichts zu sehen, weil die Schreiber, die Jahrzehnte nach Jesus die Evangelien aufgeschrieben haben, die haben Sprachen verwendet, die damals üblich waren, Griechisch oder Altgriechisch und Lateinisch. Und die hatten auch durchaus ganz unterschiedliche Hintergründe. Und mit einer Rückübersetzung kann man dann versuchen, dem, was damals geschehen ist, zu Lebzeiten von Jesus möglichst nahe zu kommen. Also Rückübersetzung heißt also, da kann man verifizieren, was da wahrscheinlich gewesen ist. Und so ähnlich ist das hier auch. Ich habe dazu eine ganze Menge im Anhang zum Video und da kommt er über die Beschreibung hin oder über die Informationsschaltfläche. Da habe ich dann mehr Details angegeben. Die könnt ihr euch dann anschauen. Ich will mich also jetzt hier nicht darüber auslassen, aber ich will das mal klar machen, was ich mit Rückübersetzung meine. Wir sehen hier links das erste von den 3 blauen Kästchen, das ist mein überprüftes Transkript, also in diesem Fall der deutsche Text, also meine Muttersprache, die ich da überprüft habe. Dann kommt die maschinelle Übersetzung von YouTube ins Spiel, die auch sicherlich schon millionenfach getestet wurde an den Beispielen, die da vorliegen und gut trainiert ist. Und dann habe ich dann eine Übersetzung in irgendeiner von diesen 100 Sprachen. 2 nehme ich aber nur. Die anderen 98 könnte ich auch in Minuten bereitstellen, also jede Sprache vielleicht 1 Minute, aber das will ich nicht, das kann ich dann auf Anforderungen von Kursteilnehmern vielleicht immer noch nachholen. Dann habe ich Chinesisch oder Ukrainisch und dann kann ich damit erstmal nichts anfangen. Vor einiger Zeit habe ich mich also auch schon mit dem Verarbeiten von Untertiteln beschäftigt. Da findet ihr in der Anlage auch etwas zu. Ich setze dazu Visual Basic ein und nutze Excel und Word. Und dann habe ich letztendlich wieder den zusammenhängenden Text in Chinesisch oder Ukrainisch in diesem Beispiel. Und den nehme ich dann und übersetze ihn zurück in meine Muttersprache in Deutsch. Und dann vergleiche ich, ist das, was nach dem Umweg über die Fremdsprache dann wieder ins Deutsche zurück übersetzt wurde, ist das noch identisch mit dem, was ich gesprochen habe oder sinngemäß völlig richtig. Und da habe ich also bei dem Chinesischen habe ich praktisch keinen Fehler festgestellt. Beim Ukrainischen, da war an einer Stelle ein Wort, was von DeepL richtig interpretiert wurde, aber nicht von Translate Google. Das heißt also, wenn ihr DeepL nehmt, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ihr mit dieser Methode der Rückübersetzung eine hinreichend gute Qualitätskontrolle machen könnt. Das ist sicherer, als wenn ihr Translate Google nehmt. So, jetzt habe ich darüber gesprochen. Ihr könnt das dann
in den Unterlagen lesen. Ich will hier nur, bevor ich dann das praktisch umsetze, noch das Beispiel bringen. Auch die Stellen, wo ich also hier Mängel bei Translate Google festgestellt habe. Also hier ist der deutsche Text, den ich geprüft habe. Hier ist die chinesische Übersetzung. Gibt es auch im Ukrainischen diese Spalte. Und dann habe ich es mit DeepL zurückübersetzt. Da merkt man, dass da die Brückensprache Englisch irgendwo zum Einsatz kam, weil aus vorher wurde hier auf einmal before, weil das ist im Deutschen nicht genannt und im Chinesischen, da sehe ich es hier auch schon. Das heißt, da hat er wahrscheinlich den deutschen Text ins Englische übersetzt und dann ins Chinesische. Und beim Rückübersetzen kommt dann auch wieder before raus. So, das habe ich also dann hier überprüft und zur Kontrolle habe ich es dann nochmal mit Google Translate gemacht. Und da habe ich dann, wie gesagt, einen Fehler festgestellt, also nur ein Wort, was da zu viel reingekommen ist. Aber das ist ganz dramatisch, weil das ist gerade die Negation, die damit dann fehlerhaft rüberkam. Aber da kann man dem Übersetzer, dem Google Translate, nicht unbedingt einen Vorwurf rausmachen. Das liegt an meinem freien Sprechen. Da verwende ich manchmal etwas verdrehte Sätze und die werden natürlich dann auch im Transkript noch im Wesentlichen so erhalten bleiben. Ich versuche dann die schlimmsten Sachen dann bei dem Bearbeiten des Transkriptes zu ändern. Ich sage sehr häufig statt denn sage ich weil. Und das ist natürlich schlecht, ne? Wenn man das dann so im Transkript lässt, dann wird das auch schlecht übersetzt. Aber solche Dinge beim freien Sprechen, die können natürlich dann bei den automatischen Transkripten durchaus eine Rolle spielen. So, ich habe das erklärt, was da Problematik sein könnte. Prinzipiell ist es so, wenn man hier in der dritten Spalte, wo hier DeepL oben drüber steht, feststellt, sinngemäß ist alles richtig, was da steht, und das ist dann aus der Fremdsprache, die da Gegenstand war, Chinesisch oder Ukrainisch, zurückübersetzt worden, dann kann man das Transkript so freigeben. Das ist also meine Meinung. So, jetzt habe ich also den Hintergrund erklärt, wieso ich mir zutraue, ukrainische oder chinesische oder was auch immer für eine Sprache in Frage kommt, koreanisch, japanisch, Hindi, das könnte ich alles machen mit dieser Methode und das verifizieren. Ich habe hier mein Video, was ich hier betrachte, mit dem Vorher und Nachher, wo ich ja eben schon ein bisschen was erklärt habe über die Rückübersetzung. Und da möchte ich jetzt noch Chinesisch und Ukrainisch unterbringen, um es dann freizugeben. Dann ist die Serie auch abgeschlossen. Ich gehe hier auf Video bearbeiten und dort wähle ich die Untertitel hier links. Und dort füge ich Ukrainisch und Chinesisch hinzu. Das heißt, ich klicke hier auf Sprache hinzufügen. Und da fange ich mit Chinesisch an, das ist weiter oben im Alphabet. Chinesisch, nehmen wir das hier. Und dann nochmal eine Sprache hinzufügen. Und das ist Ukrainisch, das ist ziemlich weit unten. Da haben wir Ukrainisch. Jetzt muss ich nur noch veranlassen, dass YouTube die automatische Übersetzung vornimmt. Das geht ganz einfach. Ich klicke also hier auf Hinzufügen und dort wähle ich aus automatisch übersetzen. Wir sehen hier schon die chinesischen Schriftzeichen, also hier die Begrüßung und Hallo, ich begrüße euch. Sieht man ja, oben steht es Deutsch, darunter Chinesisch. Ja, das wird dann hinterher rückübersetzt, um zu prüfen, wo sind da die Fehler. Ich habe also hier keine Möglichkeit, das anderweitig dann mit meinen Kenntnissen zu machen. So, ich klicke dann hier auf Veröffentlichen und schon ist Chinesisch veröffentlicht. Das heißt, die Sprache kann ich dann auswählen bei den Untertitelsprachen, also als bearbeitete Version. So, ich habe das also für Chinesisch gemacht. Jetzt gehe ich noch auf Hinzufügen bei Ukrainisch und wähle auch wieder automatisch übersetzen. Da sehen wir es auch schon. Und kann ich also auch wieder das gleiche machen wie eben. Gehe dann auf Veröffentlichen. So, jetzt haben wir also hier Chinesisch und Ukrainisch
Für die Rückübersetzung brauche ich dann einfach die entsprechenden Textdateien. Und da habe ich ja gesagt, da gibt es in der Anlage eine Anleitung, wie ich die dann zusammenbringe, dass da die Zeitangaben entfernt werden. Ich gehe mal hier bei Chinesisch auf Bearbeiten und da wähle ich aus Herunterladen. Ja, und dann habe ich hier die chinesischen Untertitel und da sehen wir, das bekomme ich also so geliefert. Immer eine Zeitangabe, dann kommt der chinesische Text, dann eine Leerzeile, dann die nächste Zeitangabe. Und da habe ich ja schon gesagt, dass ich eine Anlage, eine Excel-Datei, ein Makro habe, wo dann diese Sachen alle entfernt werden. Das geht mit Excel am besten. Ich füge das einfach ein, habe jeweils eine Zelle mit einer Zeile hier aus diesem Transkript und dann kriege ich das mit Sortieren hin. Aber wie gesagt, die Details findet ihr in der Anlage. So, jetzt habe ich also gezeigt, wie ich dann an diese Transkripte komme. Das kann man also herunterladen für alle Sprachen. Und da haben wir ja gesehen, da gibt es so um die 100, die da in Frage kommen. So, jetzt ist das veröffentlicht hier als Untertitelsprache, aber das Video selbst ist noch nicht veröffentlicht. Das ist ja Gegenstand vom Drehbuch. So, hier habe ich dann nochmal das Drehbuch. Zusätzliche Sprache hinzufügen haben wir gemacht, Chinesisch und Ukrainisch. Automatische Übersetzung haben wir eben gesehen, das sind wenige Klicks. Ja, und dann kann ich das veröffentlichen. Wenn ich das dann gleich veröffentlicht habe, dann kann jeder, der meinen YouTube-Kanal sieht, auch das als Video erkennen und er muss nicht von mir einen Link gesendet bekommen. Jetzt bin ich wieder nach YouTube gegangen. Dort klicke ich hier auf Details und da sehen wir hier, da steht noch nicht gelistet. Wenn ich da hinklicke, klicke ich auf Öffentlich und dann auf Fertig und zum Schluss noch auf Speichern. Wenn ich mir jetzt die Inhalte des Kanals anschaue, da sieht man, hier steht's. Das habe ich also gerade veröffentlicht. So, jetzt habe ich hier mein Video aufgerufen. Ich habe auch schon die Transkripte an der Seite gezeigt. Also man kann sich ja die Untertitel hier im Video selbst anzeigen oder eben auch hier oben. Da sieht man, Deutsch ist es also, war es ja vorher schon da. Wir haben hier die Transkription rechts schon stehen, die habe ich schon eingeblendet. Wir haben hier das Video und da will ich jetzt zeigen, wie kommen wir jetzt an die ukrainischen und an die chinesischen Untertitel ran, sowohl im Video selbst als auch rechts im Transkript. So, im Augenblick sind es noch die Deutschen, das sieht man auch, wenn ich hier draufklicke. Da läuft jetzt das Video in mehreren Sprachen. Man sieht also hier rechts, wird also dann nachverfolgt, was ich sage. Das ist jetzt hier noch identisch. Ich kann es jetzt auch umschalten, hier rechts auf Chinesisch. Dann sieht man, das, was ich jetzt hier Deutsch vortrage, das hört man. Ich habe jetzt nur den Ton abgeschaltet, aber wir sehen das auch hier unten. Ja, da ist also das, was hier rechts gerade gesagt wird. Jetzt gleich werde ich da YouTube erwähnen, beziehungsweise ich habe es jetzt wohl angehalten. Nee, jetzt ist es auch passiert. Da ist also jetzt der Satz mit YouTube und dem Transkript, was ich da erkläre. Also man kann im Augenblick nachverfolgen, das Deutsch gesprochene und rechts ist das Chinesische in der Übersetzung und zwar in der automatischen Übersetzung meines manuell erstellten Transkriptes. So, das lässt sich natürlich auch auf Ukrainisch machen. Wenn ich hierher gehe und wähle hier Ukrainisch aus, dann sehen wir, funktioniert genauso. So, das Video ist also jetzt freigegeben. Wir sehen, wir können hier die Sprachen einstellen, sowohl im Transkript rechts, also praktisch der Textdatei, wenn ich mir das komplett kopiere, als auch hier.
wenn ich jetzt hier das Ganze auch ukrainisch haben will, ich nämlich hier hingehen und die Untertitel auf ukrainisch umstellen. Da unten ist es. So, und jetzt haben wir also hier den ukrainischen Text, der also rechts auch angezeigt wird, aber wenn ich es dann zur Kontrolle in Deutsch mitlesen will, sehen wir, das ist hier ganz einfach wieder umzuschalten. Ja, also wir können ukrainisch hier oben mitlesen und das, was gerade da auf ukrainisch steht, rechts im Transkript im Deutschen. So wollte ich es haben und funktioniert auch. Damit ist auch die letzte von den 4 Episoden abgeschlossen. Ihr findet weitere Details in der Beschreibung dazu. Die könnt ihr erreichen über die Informationsschaltfläche oder einfach unten über die Beschreibung. Wenn ihr dann eine passende Videokonferenzsoftware habt, wo ihr euren Bildschirm freigeben könnt und ihr habt Fragen, dann können wir das also auch direkt an eurem Fallbeispiel besprechen. All das, was ich hier gezeigt habe, das bin ich also auch gern bereit, euch zu zeigen. So viel für diese Playlist, für diese Sequenz aus 4 Videos. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Tschüss.